Stage Keyboards für den Live-Einsatz. Wir schauen uns hier jetzt das Yamaha YC88 und YC61 an, das kleinere Keyboard. Eigentlich hatten wir uns wieder eine schöne Testlocation ausgesucht, aber wegen Corona muss das online stattfinden. Hallo Yassin. Hi Jörg, ich grüße dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, alles bestens. Wunderbar. Gut, wir gucken uns die beiden Stage Keyboards an. Ich glaube, das Thema Klavier lernen können wir jetzt außen vor lassen, weil das sind Keyboards für den Live-Einsatz. Ja, definitiv. Was ist daran anders und was muss man darüber wissen? Ja, also das Yamaha YC ist ja ein Gerät, was sich vor allem, ja, ich sag mal schon an ambitionierte Live-Spieler wendet. Auch im Profibereich, denke ich, auch ein Blick wert ist. Und was sich natürlich von der Bedienung und vom Portfolio, was das Instrument bietet, ganz klar als Konkurrent von Klavier Nordlied etabliert. Und Du meinst das Stage? genau. Und Das Nord Stage 3, ja klar. genau. Und und ich muss sagen, ich selbst habe mich jetzt für das Yamaha auch persönlich sehr interessiert, weil ich immer auch jetzt nach einem Alternativgerät gesucht habe. Ja? Und Yamaha hat wahrscheinlich auch sich gedacht, wir schauen mal, was wir auf dem Gebiet machen können und haben wirklich ein extrem krasses Teil hingestellt. Also der Anblick ist sensationell. Die ganzen Kippschalter, die ganzen Knöpfe, die ganzen Sections, die Drawbar-Section, die man einzeln anwählen kann. Also ich sag mal, von der Verarbeitung her ist es schon extrem hochwertig, was Yamaha da bietet. Ja, und ganz wichtig, was du sagst, diese Ausrichtung, das sieht alles sehr vintage-mäßig aus. Das ist so ein Retro-Design und so ist es ja auch ausgelegt. Ja. Besonderes Merkmal, also das ist ja, du bist ja eigentlich als Pianist unterwegs, auch live. Im Moment wahrscheinlich weniger, aber hoffentlich bald wieder. Hoffentlich, ja. Diese Orgel, ist das überhaupt ein Thema für dich? Weil du bist ja eigentlich Jazzpianist. Also ich spiele tatsächlich eher, mein Fokus ist, sage ich mal, zu 80% auf Piano-Jobs, also Solo-Piano, aber in Duos und Trios. Deswegen ist Orgel für mich jetzt nicht so ein Thema. Aber ich suche natürlich auch nach einer guten Lösung, wo man auch mal einige Party-Gigs spielt oder auch Konzerte, wo natürlich auch immer mal eine Orgel gefragt ist. Und da gab es zu Nord eigentlich kaum eine Alternative, die wirklich gut geklungen hat in Hardware-Keyboards, ja, und damit mit diesem Yamaha YC-Serie, da gibt es jetzt durchaus was, wo man mal reinhören sollte, ja. Ja, okay. In Abgrenzung zu den herkömmlichen Digitalpianos, die wir uns sonst anschauen, ist ja hier der Unterschied, dass eigentlich die beiden Keyboards, die wir vor uns stehen haben, du das 61er, ich das 88er, sind technisch gesehen eigentlich identisch, nur die Tastaturen sind anders. Genau. Und insofern auch schön an unserer Live-Schalte, dass wir uns gegenseitig jetzt die Sounds um die Ohren spielen können. Genau. Also lass uns doch mal hören. Wie kommst du mit dem akustischen Klavier klar über die Tastatur? Also typischer Yamaha-Sound, fett, guter Hallanteil, also da passiert was, lässt sich auch, sage ich mal, trotz der leichten Tasten gut spielen. Und das ist das, wofür Yamaha ja auch bekannt ist, für einen wirklich guten Klaviersound, und da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, die Tastatur ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn man Klavier drüber spielt, aber es ist ja auch eigentlich die Orgeltastatur, diese Waterfall-Tasten, die sind ja für die Orgel gedacht, und darüber performt sich das bestimmt noch ein bisschen besser. Also ich habe hier die 88er-Tastatur, diese Natural Wood. Das ist natürlich was Wunderbares, ne? Die lässt sich super kontrollieren, die fühlt sich schön an, die hat so Holzelemente, das ist schon ein Top-Ding. Und ja, darauf spielt es sich auch. Das hat auch diesen fetten Sound, also es fühlt sich auch so an. Klingt sehr gut, ja. Ich fühle mich da sehr wohl. Allerdings, wenn ich die Orgel benutze, da ist es bei mir genau andersrum. Die klingt schon geil, also muss ich sagen.
Also Orgel ist schon cool, also macht Bock zu spielen und das ist natürlich wirklich vom Klang was man wirklich mit dem Nord vergleichen kann. Also vom Spielerischen. Ja, durchaus. Man hat ja alles da drin. Hier gibt es diesen Drive, wenn man das reindreht. Man kann ja diese Klangfahrten machen damit. Das finde ich schon wirklich klasse. Das fühlt sich auch wirklich wie eine Orgel an. Was ich sehr gut finde an diesem Prinzip hier, also diese Hardware, das kann man ja sehen, dass da so LEDs drunter sind und eben diese Drawbars. Wenn ich jetzt ein Preset aufrufe, dann kann man an den LEDs sehen, dass die Einstellung eigentlich anders ist. Und diese Drawbars kann man in einen Catch-Modus haben, sodass man drehen kann. Und irgendwann haben die den Wert erreicht und dann hat man wieder den Sound. Das finde ich ist wirklich sensationell gut gemacht. Ja, und auch die Verarbeitung von den Zugriegeln, die rasten schön ein, man hört es. Ja, genau. Das ist wirklich toll gemacht. Hammer. Ja, fühlt sich sehr gut an. Und dann hat man natürlich alles, was man braucht. Den Vibrato, man hat das Leslie. Ein bisschen weniger Drive. Dann haben wir diese Chorus-Varianten, Vibrato. Der klingt ein bisschen cheesy vielleicht. Diesen Chorus finde ich besser. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir Perkussion. Das ist echt geil. Ja, das ist wirklich cool, ja. Das klingt stark. Ja gut, aber lass uns doch mal die Pianos noch mal durchgehen. Da gibt es ja einige. Also eben, ich hatte jetzt gerade diesen Natural C11X. Der klingt so schön brillant und breit. Ja. Wunderschön. Da gibt es ja noch andere Sounds. Wenn ich die jetzt mal anwähle, hier zum Beispiel C7, ein Yamaha C7-Flügel. Sehr schön. Mit dem Upright Piano, das ist ja schön klar. Wie alle Piano-Sounds, super, super strahlend klar. Vielleicht möchte man das auch ein bisschen sanfter spielen. Also damit geht das auch. Man kann jetzt hier den Filter noch ein bisschen zudrehen, dass es ein bisschen sanfter wird. Das würde ich auf jeden Fall für so poetische Sachen machen. Ne? Geht auf jeden Fall schon mal besser. Aber toll, dass das geht. Dass man hier an den Filter schrauben kann. Also man kann wirklich sehr viel hier verändern, auch an einem Klavierklang, was man normalerweise, also wenn ich jetzt von mir aus spreche, normalerweise nicht machen würde. Und die Section, die bietet einem da super Zugriff und man hat einfach mal schnell was gedreht, wo man dann auch eine Veränderung hat, die klanglich auch relevant ist. Ne? Normalerweise ist das so, dass alle Piano-Sounds sich nicht stark verändern, wenn man die durchschaltet. Und hier hat man jetzt nochmal die Möglichkeit, wirklich gezielt mit Filtern und anderen Regelungen da Einfluss zu nehmen. Das finde ich ein cooles Konzept auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wenn man dann weiter schaut hier, dann gibt es auch noch Layer-Sounds. Piano-Synth habe ich hier. Also so Layer-Sounds, die kann man natürlich auch anders machen. Man hat ja 2 Klanggruppen, auch wenn dieser Bereich hier aussieht wie eine Keys-Gruppe. Es sind 2. Man hat A und B und man kann dort dann Sounds übereinander legen, indem man die zweite Gruppe dazu schaltet. Und dann hat man hier zum Beispiel sowas. Die Kippschalter, die laden dazu auch ein, immer mal was ein- und auszuschalten, eine Section.
Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist trotzdem auch ein interessantes Bedienkonzept, ja. Ja, man kann sich da schnell vertun, dass man etwas einstellt und befindet sich in der Gruppe B, aber man möchte eigentlich auch bei der Gruppe A was einstellen. Ja. Gut, daran muss man sich gewöhnen. Dann gibt es auch noch diese Split- und Layer-Einstellung. Auch das ist ein bisschen anders als sonst, aber man kann damit gut klarkommen. Damit kriegt man auf jeden Fall sehr viele Einstellungen auch auf die Tastatur gelegt, wenn man jetzt Splits und Layers mischen möchte. Ne? Ganz wichtig, in dem Vintage-Bereich, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann sollten wir uns unbedingt diese E-Pianos anschauen. Welchen Sound spielst du da? Diesen 78 Rode? Genau, das ist der 78 Rhodes. Rode Nummer 1 ist das quasi, hier in der Anwahl 1 und 19.8. Ah, ja. Das ist ganz interessant. Bei dem Sound, der hat in den Effekten schon das voreingestellt. Da gibt es bei mir hier das Live-Set Soulful Rhodes. Da habe ich einen Kompressor drauf und eben den Amplitudeneffekt, also Tremolo. Also man hört das, dass der so von links nach rechts dreht, der Sound. Das finde ich sehr schön. Und ich habe einen Kompressor da gleich in dem Signalweg. Und dann entstehen halt diese schönen perkussiven Sounds. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Klingt cool, ja. Klingt sehr gut. Wenn ich bei den akustischen Pianos vielleicht sogar so ein paar Klangdetails vermisse, wie Saitenresonanzen und so, haben aber diese Rhodes Sounds das. Also wenn man hier, das hört man hier im Bass. Ja. Man kann den sehr, sehr schön weich spielen. Das ist total. Und trotzdem hat er diesen Biss. Also sehr, sehr schöne Sounds finde ich das schon mal. Also dann gibt es ja noch andere. Ein Funky Rhodes. Was haben wir da als zusätzlichen Effekt? Ein Small Stone Phaser. Also es ist schon sehr gut gemacht. Also man ist da gleich im Geschehen. Ne? Gut, was haben wir noch an Sounds? Synthes. Mit so Pad-artig. Ja, ja, ja. So, und dann Ja, die kann man natürlich auch wieder super unter die Sounds legen. Wenn man den Akkord liegen lässt, dann kommt so dieses Pad so schön rein. Ja, fliege ich gleich wieder weg. Toll. Ja, also das ist halt cool, dass man einfach diese Layer, sag ich mal, oder diese zwei Soundgruppen ein bisschen anders zusammenfügt, als man es vielleicht gewohnt ist und dadurch halt auch irgendwie andere Kombinationen einfach prinzipiell ansteuert und dann halt man trotzdem hier eine super Übersicht hat im Display. Was ist Section A, was ist Section B? Also, genau, das finde ich auch gut. Das ist ein cooler Ansatz und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kommt man eigentlich auch ganz gut rein. Also man sieht, Yamaha hat sich da einiges dabei gedacht. Absolut. Zumal kann man ja alles in Live-Sets festhalten. Also alle Einstellungen, Splits und so weiter speichert man sich als Live-Set ab und kann es sofort aufrufen. Ja.
Also das ist auch schon voreingestellt, wenn ich jetzt das erste Live-Set aufrufe, da habe ich den Flügel. Und wenn ich den zweiten Sound jetzt einschalte, dann habe ich gleich die Strings darunter. Das ist natürlich so ein Klassiker. Aber ich habe ja auch schnell das dann anders eingestellt, dass ich mir einen Rhodes darunter lege. Wieder ein klassischer Vintage-Sound aus den 70ern, 80ern. Super. Man möchte ja, dass der so richtig losknallt, der Sound. Ne? Das ist schon toll. Das sind wirklich so die Original 70er, 80er Jahre Sounds und auch mit, also da gibt es quasi nichts was da fast drüber geht. Also das klingt, wie gesagt, auch auf dem Kopfhörer sensationell. Und also soundmäßig ist das Teil eine Wucht. Und es macht absolut Total Spaß, Sachen auszuprobieren. Ist auf jeden Fall eine Versuchung wert, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das hat so eine Wucht, dieser Sound. Also das ist für mich schon mal gekauft. Ja. Und, aber auch die kleinen Sounds. Das hat so diesen Grip, das finde ich super schön. Also der Sound ist schön perkussiv zu spielen und man kann damit Flächen legen, man kann damit schöne Solos spielen. Es ist einfach ganz toll. Ja gut, du hast eben das Thema Hardware auch angesprochen. Das haben wir ja gesehen, also diese Orgelsektion ist super cool gemacht. Dieser ganze Vintage-Look, da muss man sich vielleicht ein bisschen eingewöhnen, aber man hat doch alles so schnell im Griff. Dann finde ich, diese 88er-Tastatur, die spielt sich sehr, sehr schön und ist für einen Live-Einsatz natürlich ein größeres Gerät. Und da finde ich, ist ja das 61er so ein richtig guter Tipp. Weil auch wenn das recht klein ist, das hat man so schnell mal unter dem Arm und kann damit eine Session spielen. Und klemmt sich dann vielleicht noch ein Master Keyboard drunter, wenn man richtig Pianotasten haben will. Genau, also das Tolle an dieser YC-Reihe ist, dass ja quasi Yamaha, die beiden Geräte sind technisch gesehen identisch, einfach nur die Größen sind unterschiedlich und die Tastatur. Ja. Und das führt dazu, dass man also wirklich die Drawbar-Section komplett auch so hat, in dem Kleinen wie im Großen und auch insgesamt die Sections aufgeteilt mit allen Kippschaltern und allem, was dazugehört. Das ist natürlich super, gerade für Leute, die ein super gutes Stage-Piano haben oder ein Master-Keyboard, wie du es jetzt bei dir stehen hast, ein großes oder ein großes Kawai oder ein großes Roland oder vielleicht sogar ein großes Yamaha und können sich das quasi als Zweit-Keyboard oben draufstellen und sagen, okay, oben habe ich eine super gute Orgel und unten spiele ich dann quasi irgendwelche Pianosachen auf der großen Tastatur. Ja? Und genau. Je nachdem, was man gerade braucht, ob man eher ein Zweitinstrument für oben braucht oder das Große für unten, kann man dann einfach wählen. Was hier ein bisschen schade jetzt war, dass Yamaha quasi kein Pedal beilegt bei dem kleinen YC61. Ja, das ist natürlich ein großes, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es ist, das gehört einfach dazu. Etwas verwunderlich und deswegen habe ich jetzt alle Beispiele auch ohne Pedal gespielt, weil die Pedale, die wir jetzt hier hatten, waren nicht leider Sustain-kompatibel. Das hat leider nicht funktioniert, also da bitte für alle, die es kaufen wollen, beim Gig aufpassen. Man muss das vorher ausprobieren, welches Pedal wirklich funktioniert. Und das ist ein bisschen schade, aber das soll den wirklich extrem guten Eindruck nicht trüben. Ein mega, mega gutes Teil und hat sehr viel Spaß gemacht, auch das zu Hause zu testen. Ja, also das kann ich auch nur wiedergeben. Ich habe damit einige Zeit verbracht, meistens spielenderweise. Es ist von den Sounds her einfach toll und einladend, immer wieder neue Kombinationen noch auszuprobieren. Und ich finde, gerade diese Vintage-Sounds sind sehr, sehr schön gemacht. Die spielen sich sehr schön dynamisch. Die haben so dieses Vintage-Feel. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und vor allem
wenn man Sounds übereinander legt, dann können die auch richtig fett klingen. Das ist einfach richtig schön. Und ja, dann bekommt man eine sehr, sehr schöne Hardware. Das ist wirklich robust für den Live-Alltag gemacht. Toll. Und hier hat man wirklich alles in einem Keyboard, was man eigentlich braucht, um einen coolen Live-Gig abzuliefern. Die Orgel ist super und ja, das reizt schon. Und da würde ich tatsächlich eher zu der 61er Variante greifen. Ja. Und wenn man das braucht, noch ein Master Keyboard drunter, weil hier sind ja auch ausgefuchste Master Keyboard Funktionen, die das Ganze integrieren. Ja. Also das wäre für mich eigentlich die optimale Lösung. Klingt gut.